Hallo liebe Zuschauer, ich möchte heute etwas ganz anderes vorstellen, nämlich ein Produkt von mir. Ich verkaufe schon jahrelang Wasserbutterdosen, französische Wasserbutterdosen. Und immer wieder stellen sich Kunden die Frage, wie benutzt man die denn und wie funktioniert das denn? Da fällt die Butter wirklich nicht raus. Deswegen versuche ich das jetzt mal anhand eines Experiments zu erklären. Also ganz banal hat man früher 2 Fässer genommen und die ineinander gesteckt. Also früher hat man Butter in Holzfässern gelagert, hat die da reingemacht und man wollte die ja, dass sie hält, diese Butter. Also hat man die kopfüber in ein anderes Fass gesteckt, was mit Wasser war. Und damit hielt die, war luftdicht. Und dieses Prinzip machen wir jetzt mal. Ich mache jetzt hier in dieses Glas, was keine Löcher hat, wirklich ganz normal. Das kennt man eigentlich vom Baden. Wenn man früher gebadet hat in der Badewanne, dann haben wir auch immer so schön gespielt und haben das so auf das Wasser gesetzt beim Baden. Und dann blieb das da drin trocken. Und das ist das gleiche Prinzip. Jetzt erzähle ich euch das an dieser richtigen Wasserbutterdose. Das ist eine Wasserbutterdose aus meiner Produktion. Da macht man das Wasser rein und hier macht man die Butter rein. Also jetzt packen wir die Butter hier aus und machen die jetzt stückweise, weil wie kommt dann jetzt hier eckige Butter rein? Ne? Stückweise mache ich das immer. Einfach Stück für Stück. Kunden, die meinen, da passen überhaupt nicht 250 Gramm Butter rein. Die passen da immer rein. Das ist bei uns wirklich ausgemessen und die passen da immer rein. Dann hat man ganz viel Luft reingeschwitzt. Und jetzt sieht es so aus, jetzt quetsche ich das da alles einfach rein und dann passt das da wirklich immer rein. Jetzt habe ich hier natürlich kein Wasser. Und dann macht man so viel Wasser in diese Butterdose. Ich muss es mal ein bisschen hoch zeigen, dass es ploppt. Das heißt, jetzt ist es dann so, wie ich das vorhin wie ich das vorhin im Experiment gezeigt habe. Das muss da luftdicht bleiben, also muss es da drin wirklich im Wasser hängen. Also muss man spüren, dass es im Wasser hängt. Und dann hält diese Butter 14 Tage mindestens. Man hat dadurch immer schöne, weiche Butter. Also ich nehme die sehr gerne zum Backen, weil die schön streichfähig ist. Es ist nicht zu hart. Man muss die nicht in der Mikrowelle aufweichen oder wie auch immer. Die kann man wunderbar nehmen. Im Sommer funktioniert das Prinzip auch. Da macht man noch ein bisschen Salz rein, damit das Wasser nicht so schnell verdunstet. Und dann funktioniert das genauso. Okay?